So Leute, das ist das Auto von meiner Tochter, ein VW Vox oder Fox oder Fuchs. Hier könnt ihr sehen, die Scheibe, die ist nicht kaputt, sondern nur der Fensterheber, der geht nicht mehr hoch. Der ist runtergefallen und die Scheibe, und zwar am Regnen, habe ich das erstmal jetzt notbehelf erstmal so beholfen. Und wie ich das alles repariert habe, zeige ich euch nach dem Intro. So Leute, ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet. Ich wusste nicht, dass ich ein Tutorial mache. Ich habe gedacht, es ist nur was Einfaches. Aber ich will jetzt die ganze Sache auch nicht wieder zusammenbauen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wichtig ist, den werdet ihr wohl nicht so abkriegen, aber das ist eigentlich ganz easy, ganz leicht. Ich zeige euch gleich, wie ihr die Fensterkurbel aufmacht. Heute habe ich keine Kamerafrau dabei, muss ich mit einer Hand machen. Das Teil hängt ja normalerweise hier so rein. Aber wenn ihr das Innenleben mal guckt, ja, das hier, das kann man hier so zur Seite hin. Einmal so, zu und wieder auf. Das heißt, wenn er hier drin sitzt, braucht ihr nur mit dem Finger von der Seite von unten nach rechts schieben. Dann geht das Teil hier rauf und ihr könnt das dann rausziehen. Und beim Reinmachen einfach wieder drauf und das Teil hier wieder reinklippen. Hier so rein und dann ist er auch wieder fest. So, dann hat der Kollege hier noch eine Schraube. Da zu sehen, dann hat er hier unten eine Schraube, dann hier in der Mitte eine Schraube und hier ist aber auch noch nicht alles. Dann hat er von hier unten circa hier und da auch noch mal Schrauben. Da könnt ihr auch noch mal sehen. Da seht ihr, wartet, hier unter dem Lautsprecher und Moment hier. So, was sind das jetzt für Schrauben? Das sind, ich muss euch das mal so zeigen hier. Schaut mal, wo ist die Kamera? Hier so Vielzahn, aber der hat zwei verschiedene. Die unteren sind kleiner. Ja, das ist der oberste hier. Ist auch mit Gewinde und die unteren sind ein bisschen kleiner, die sind ohne Gewinde. Dazu braucht ihr so einen Schlüssel, ne? Oder als Schraubendreher, aber eben halt mit diesem Vielzahn oder Torx ist das nicht, das ist Vielzahn und das ist der Kollege für den kleinen. So Leute, da könnt ihr mich auch noch mal in der Scheibe sehen. Ich habe das jetzt erstmal alles wieder so gemacht, dass da kein Regen oder so reinfällt. Der kann jetzt ein paar Tage stehen, man kann auch ein paar Meter fahren. Ich habe das jetzt mal so fixiert, schaut mal, so von der Seite. Da brauchen wir das Gedöns hier jetzt alles nicht mehr. Und wir warten jetzt auf das Teil. Wenn das Teil dann gekommen ist, geht es dann hier weiter. So Leute, ich habe das Teil bestellt. Nach 3 Tagen war es auch schon da. Wie ihr sehen könnt, ich habe kein Originalteil genommen. Original wäre 130 Euro circa. Das hier hat mich jetzt hier 30 Euro gekostet. Ich hätte es sogar für 20 haben können, aber ich wollte, dass es schnell wie möglich kommt. Und jetzt ist es da. Hier habt ihr sogar noch eine Beschreibung, wie ihr das zu machen habt. Komplett mit Einbauen, Ausbauen etc. Aber wir haben den ja schon komplett zerlegt. Jetzt muss ich nur sehen, dass wir dieses Teil wieder da dran kriegen. Aber erstmal das alte abbauen. Aber bevor ihr das alte abbaut, erst noch mal vergleichen, ob das auch der gleiche ist. Ich habe das schon mal gemacht. Das sieht ungefähr, wenn man das hier, das ist das wichtigste Teil hier. Das sieht ja ein bisschen anders aus, aber das hier kommt da vorne hin. Ja, dürfte passen. So, dann geht's los mit dem Ausbauerei. Anfangs hatte ich euch ja schon erwähnt, dass VW sich das irgendwie komisch gemacht hat. Anstatt hier Schrauben zu nehmen, haben die ja hier Popnieten genommen. Also müssen die auch Pop genietet werden. Hier sind aber auch keine Nieten oder irgendwas dabei. Im Vorfeld müsstet ihr dann eine Popnietzange, habe ich noch gehabt, so eine. Und die passenden Nieten natürlich dazu, die habe ich auch. Allerdings muss das hier erstmal rausgebohrt werden. Am besten so einen geeigneten Bohrer nehmen. Die müssen jetzt aufgebohrt werden. Der hier vorne
der hier und der. Ne? Die Strebe, die lasse ich mal drin. Das wird nachher alles hier rausgehebelt. Wenn ihr allerdings große Hand habt und nicht hier reinkommt und so, könnt ihr den auch noch abbauen. Oder müsst ihr wieder hier bohren, da bohren. Und ich habe hier nur so einen Akkuschrauber. Ne, mal gucken, ob ich den überhaupt damit aufgebohrt kriege. Ansonsten muss ich sehen, dass ich hier Strom hinbekomme. Ich fange mal an und werde dann berichten. So, fangen wir mal hier mit dem hier an. Die Tür bis zum Anschlag und gib ihm. Ich lege die Kamera mal weg, aber so wisst ihr ungefähr, was ich meine. Hier so bohren, da und hier vorne. Wenn ich das alles fertig habe, melde ich mich wieder, sonst mit einer Hand wird es nichts. So, gesagt, getan. Wie ihr sehen könnt, gebohrt, aufgebohrt, aufgebohrt, da. So, jetzt wird es Zeit, die Scheibe mal hier zu lösen. Hier, die hatte ich ja hier so festgeklebt hier oben. Ne, entweder die Scheibe rausnehmen oder versuchen, so im eingebauten Zustand. Ich schaue mal, wie ich das mache. So, ich habe das jetzt mal gelöst. Jetzt könnt ihr die Scheibe so langsam runterdrücken bis hier vorne. Ja, wenn ihr das seht, dann seid ihr schon mal richtig gut drauf. Hier gleich mit einer Zange oder beziehungsweise, Moment, ja, mit einer Hand ist das immer blöd. Hier, das hier, so raushebeln und die andere Seite natürlich auch. Hier rausklippen und dann ist die Scheibe frei. Entweder könnt ihr die drin lassen, wenn die euch nicht stört, oder eben halt nach oben hin raushebeln. Den habe ich hier schon freigelegt. Und wenn der hier gelöst ist, braucht ihr theoretisch nur hier festhalten und hier so hochheben. Aus den Ankern hier nach oben hin und hier auch. Und dann könnt ihr das ganze Getöse raus. Ich mache das mal eben und zeige es euch dann. So, ich habe das mal rausgeklippt. Also die Scheibe, die liegt jetzt frei. Die könnte ich theoretisch hier so raushebeln, rausziehen. Na, da fällt die ganze Chose auch runter schon. Den lasse ich jetzt aber trotzdem mal hier hängen, weil ich habe keine Lust jetzt den rauszuholen. Und ohne das hier abzubauen, kriegt man das sehr wahrscheinlich auch hin. Seht ihr, die Scheibe, die hängt da jetzt nur noch lose rum. Aufpassen, dass wir die Scheibe nicht kaputt machen. Mit zwei Händen eben halt hier so das hier raushebeln und auch genau in diese Position nachher auch wieder reinhängen. Den hier auch hier freilegen. Ich lasse die Scheibe mal drin. Man kann das ja ein bisschen mit einer Hand hochheben und mit der anderen eben halt hier das Gestänge jetzt rausziehen. Mache ich eben und melde mich dann wieder. So, ich habe mich dann doch entschlossen, die Scheibe eben halt rauszunehmen. Die Scheibe habe ich jetzt hier, ja, einfach hier so schräg hochziehen, weil da braucht man echt beide Hände, weil hier der Weg, den kriegt man hier wegen dem hier nicht raus. Man muss den erst ein Stück hoch, dann hier rüber und dann hier. Dann kann man den erst hier so rausziehen. Ja, das war ein bisschen problematisch, aber hat geklappt. Und hier können wir auch sehen, was jetzt kaputt gegangen ist. Hier seht ihr, hier der Pin, der fehlt. Und der hat dann ist dann umgedreht und hat nichts mehr gebracht. So sieht das Ganze aus. Jetzt nochmal die Teile vergleichen, ob alles stimmt. Und dann wieder alles einbauen. Sieht ein bisschen anders aus, aber wenn man hier sieht, die Löcher, die sind überein. Ja, hoffentlich passt der. Der sieht mir ein bisschen anders aus, aber sonst von der ganzen Form her und so. Vielleicht haben die sich verändert. Keine Ahnung. Ich baue das Ding mal jetzt ein und schau mal. Also ich habe das Ding drin. Ist einfach ganz easy gewesen. Ich will das jetzt nicht nochmal alles rausholen. So in dieser Position, so schräg hier oben rein, ne, so dass es hier liegt. Dann so ein bisschen nach oben hin drücken. Jetzt mit einer Hand ist das natürlich wieder blöd. Auf jeden Fall kriegt man den so dann nach oben und die Kurbel hier vorne hin dann fixieren.
Und dann mit den Popnieten erzähle ich euch aber gleich. Warte, wenn ich soweit bin, melde ich mich wieder. So, ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt so einfangen kann. Die erste Popniete, die habe ich schon drin, damit ich das mal fixieren kann. Das ist die hier. Ich hoffe, es klappt. Und jetzt wird die andere hier, die Löcher, die müssen ja schon stimmen, sonst geht das ja nicht. Ja, so, der passt hier auch. Mal gucken, ich gucke mal mit der Kamera, ob das zu sehen ist. Ja, man kann es so sehen. Ne? Hier hinten festhalten. Dann mit der anderen Popnietzange hier so dran. Am besten so weit wie möglich hier festhalten. Hier hinten auch natürlich. So, beim dritten Mal müsste es jetzt eigentlich knacken. Noch einmal. So. Und es ist fest. Ja, ich hoffe, hat die Kamera das gut eingefangen. Mal gucken. Ja, der ist jetzt fest mit Popnieten. Der ist fest. Der hat jetzt hier nicht so diesen Haken gehabt, weil das eben halt original ist, aber es ist fest. So, jetzt noch die Schose hier. Hier sind dann 3 Möglichkeiten. Müssen wir mal gucken, welche passen. Mit 1 oder 2 auch befestigen. Original war ja auch nur mit einer Popniete. So Leute, Problem gelöst, weil ich den ja hier so ein bisschen zu groß gebohrt hatte. Ist nicht schlimm, der ist zu klein, aber da brauche ich zweiten Helfer. Habe ich im Moment nicht. Aber ich behelfe mir das so. Ich habe mir hier so eine Schraube. Die tue ich hier hin. Und mit einer Mutter, die sich nicht lösen kann, ja, werde ich dann von hinten einfach verschrauben. Dann liegt der frei. Dann kann ich den auch noch mal popnieten. Ich mache das mal und melde mich wieder. So müsst ihr das eigentlich sehen können. Hinten kann ich das hier noch so festhalten, die Mutter. Ja, und hier einfach mal hier so. Und hier dabei achten, dass der hier, wie gesagt, mittig ist. Und das am besten tue ich hier schon mal so eine Popniete rein. Dann verrutscht er sich nicht. Moment. Das ist immer blöd, wenn man alleine ist. Aber so, den tun wir auch schon mal hier hin. Dann ist der schon mal. Normalerweise reicht das ohne die Popniete. Aber wenn die Schraube sich irgendwann mal lösen sollte, ne? Da brauchen wir den gleich jetzt auch nicht mehr. Da könnt ihr sehen, wie das mit der Popniete dann eben halt klappt. Das mache ich jetzt nur so, damit er sich nicht verrutscht. So. Nach fest kommt ab, wisst ihr ja. Wollte ich gerade sagen. So. Jetzt müsste das mit der Popniete einfacher sein, den mit 2 Händen so noch einmal, dann müsste das hinhauen. Jawohl, bombenfest. So, jetzt hoffen wir mal, dass das auch klappt. Jetzt müssen wir natürlich das weiße Ding hier bis hier vorne hin runter tun, wenn wir die Scheibe reinmachen. Mal gucken, ob das klappt. Ja, das Ding kommt runter. Ja, hier vorne ist es schon. Könnt ihr es sehen? Ja, ungefähr bis nach unten hin. Warte, ich zeige mal die Kamera, Außenkamera. So runtergedreht, dass der jetzt hier vorne ist. Gleich die Scheibe, dann die Pinne einklicken und dann alles zusammenbauen und fertig. So, wie ihr sehen könnt, die Scheibe, die ist schon wieder drin. Jetzt müsst ihr nur gucken, dass ihr den hier so richtig so weit runterzieht, bis diese 2 Klemmen, könnt ihr sehen, die 2 schwarzen, hier reinkommen. Also das ist original, sonst hätte das ja alles nicht gepasst. Ne? Und die 2 dann hier noch anklemmen
die andere Seite auch. Da brauche ich aber wieder 2 Hände für. Ja, wenn ich das fertig habe, melde ich mich wieder. So, ist alles drin. Die 2 Pinne sind drin. Der ist eingehakt, der ist eingehakt. Hier so richtig so dran drücken. Und jetzt können wir schon mal die erste Probe mal machen, ob das klappt. Wo ist das Teil? Oh, der ist erst zu. Den müssen wir erstmal aufmachen. So. Und, jawohl. Wie ihr sehen könnt, bis nach oben hin kann man die Kurbel jetzt und fest. Und auch wieder runter. Alles gut. Das heißt, wir sind fertig. Jetzt noch die Verkleidung draufbauen, Scheibe sauber machen und gut ist. Wichtig ist, wenn ihr diese Leiste drauf macht, erst die Leiste drauf, dann ist hier so eine Nut und dann die Verkleidung in die Nut so rein tun, ja, damit das hier so schön aussieht. Ne, bevor ihr das zusammenbaut, erst das Teil drauf, die Leiste, dann die Verkleidung in diese Nut reinschieben und dann könnt ihr hier alles hier so andrücken. Und dann die ganzen Schrauben wieder dran. Aber das zeige ich euch auch noch gleich. Wir hatten ja diese Schrauben hier. Sie haben kein Gewinde. Das können wir ja eigentlich hier weg tun, hier alles. So. Davon sind 1, 2, ja, und 3 auf der Seite. Unten ist auch noch einer. Ja, die auch schon mal hier direkt festziehen. Ja. So, dann haben wir ja hier unten, da ist eine und hier auch mit diesen Schrauben, aber die sind mit Gewinde, die auch noch mal festziehen. So, jetzt noch die Scheibe sauber machen, hier wo die Reste waren von dem Kleber. Ja, einfach mal hier mit so einem Glasreiniger und dann sieht schon wieder alles wie neu aus. Ja Leute, ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart, mir zugeschaut habt über die Schulter, wie ich diesen schönen kleinen Vox hier fertig gemacht habe, dass die Scheiben wieder klappen. Bei solchen Fahrzeugen braucht ihr wirklich nicht großartig in eine Werkstatt und so fahren. Das könnt ihr zu Hause selbst reparieren mit ein paar Tipps von mir. So, man sieht sich natürlich wieder auf einem anderen Kanal oder hier auf dem Hauptkanal, wenn ich wieder irgendein Auto repariere. Bis dahin, alles Gute, euer Mehmet Oe. Ciao Leute.